Bom dia, good morning, hello. Guten Morgen, hallo. We are prepared for him to come back. Wir sind bereit für seine Rückkehr. If you haven't been yet prepared, start today. Wenn du noch nicht vorbereitet bist, fang heute damit an. And keep in mind, Peter is saying to us, Vers 15. Und denkt daran, sagt uns Petrus, that our Lord's extraordinary patience die außergewöhnliche Geduld unseres Herrn simply means more opportunity for salvation. bedeutet einfach mehr Gelegenheit zur Erlösung. I love that statement. Ich liebe diese Aussage. Why? Warum? Because remember, the context is talking about Jesus has not come back yet because he's patient. Weil der Kontext davon spricht, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, weil er geduldig ist. Patiently waiting. Er wartet geduldig. Why? Warum? Because he wants as many as possible people to be saved. Weil er will, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Peter said every single day that Jesus has not yet returned, Petrus sagt, jeder einzelne Tag, an dem Jesus noch nicht zurückgekehrt ist, gives us more opportunities to bring people to salvation. gibt uns mehr Möglichkeiten, Menschen zum Heil zu führen. What would happen if Christians would become totally aware of that? Was würde geschehen, wenn sich die Christen dessen völlig bewusst wären? Think. Stell dir vor, You wake up tomorrow morning du wachst morgen früh auf and you think, und denkst, where am I? wo bin ich? Oh, I'm in my bed. Oh, ich bin in meinem Bett. That means Jesus has not yet come back. Das bedeutet, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Yay! Another opportunity to bring people to salvation. Juhu, eine weitere Gelegenheit, Menschen zum Heil zu bringen. You see, wouldn't you live your life more intentional? Würdest du auf diese Art dein Leben nicht bewusster leben? Wouldn't you share the gospel more intentionally? Würdest du das Evangelium nicht bewusster, nicht intentionaler weitergeben? Jesus said we should work while there is day because the night comes when nobody can work. Jesus sagt, wir sollen arbeiten, solange es Tag ist, denn wenn die Nacht kommt, kann niemand mehr arbeiten. I just like the statement that Peter makes here, Mir gefällt die Aussage, die Petrus hier macht. that the patience of the Lord, meaning he hasn't come back yet, Es liegt an der Geduld des Herrn, warum er noch nicht wiedergekommen ist. it means I have yet another opportunity to bring salvation to people. Was bedeutet, dass ich noch eine weitere Gelegenheit habe, den Menschen das Heil zu bringen. Then he says, just as our dear brother Paul wrote to you, Dann sagt er, so wie unser lieber Bruder Paulus an euch schrieb, with the wisdom that God gave him. mit der Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. It's amazing how he calls Paul a dear brother. Es ist beeindruckend, wie er Paulus einen lieben Bruder nennt. I wonder if he had the same feelings and the same thoughts towards Paul in Galatians 1. Ich frage mich, ob er dieselben Gefühle und dieselben Gedanken gegenüber Paulus in Galater 1 hatte. Because you remember what happened in Galatians 1? Erinnerst du dich, was in Galater 1 geschah? The Apostle Paul himself confronted Peter publicly Der Apostel Paulus stellte Petrus öffentlich zur Rede, because Peter lived a hypocritical life. weil dieser ein heuchlerisches Leben führte. When the Jews were there, Denn wenn die Juden da waren, he would separate himself from the Gentiles. trennte er sich von den Heiden. But when they were not there, he also mixed the Gentiles. Wenn sie aber nicht da waren, mischte er sich auch unter die Heiden. Paul did not accept it. Paulus hat das nicht akzeptiert. But here Peter calls Paul a beloved brother. Aber hier nennt Petrus Paulus einen geliebten Bruder. I really love that next verse. Ich liebe den nächsten Vers sehr. He consistently speaks of these things in all of his letters. Er spricht immer wieder von diesen Dingen in all seinen Briefen. Do you know why I like this verse? Weißt du, warum ich diesen Vers mag? Because Peter obviously read all of his letters. Weil Petrus offensichtlich alle seine Briefe gelesen hat. This shows an incredible sense of humility to me. Das zeigt mir seinen unglaublichen Sinn für Demut. See, Peter walked 3.5 years with Jesus, Paul didn't. Petrus war 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs, Paulus nicht. Paul murdered and he persecuted the Christians. Paulus mordete und verfolgte die Christen. Peter never did that. Petrus hat das nie getan. So Peter could easily consider himself superior to Paul. Petrus konnte sich Paulus gegenüber leicht überlegen betrachten. Well, obviously here we see an attitude of humility.
Offensichtlich sehen wir hier eine Haltung der Demut. And he was willing to read all of the letters of Paul and commend them. Und er war bereit, alle Briefe von Paulus zu lesen und sie zu empfehlen. I'm telling you, the Peter that wrote the letters is not the Peter that walked with Jesus. Der Petrus, der die Briefe geschrieben hat, ist nicht der Petrus, der mit Jesus zusammen unterwegs war. And this is wonderful news Das sind wunderbare Nachrichten. because always we have to remember, Denn wir müssen uns immer daran erinnern, it doesn't matter how weak we seem, how weak we feel, how weak we are. dass es keine Rolle spielt, wie schwach wir scheinen, wie schwach wir uns fühlen, wie schwach wir wirklich sind. There is always hope for us to be greatly used by God. Es gibt immer Hoffnung für uns, von Gott großartig gebraucht zu werden. Peter was the one who failed and who messed up. Petrus war derjenige, der versagte und es vermasselte. And yet he was used by God very powerfully. Und doch wurde er von Gott sehr kraftvoll gebraucht. He became a completely different person, full of humility. Er wurde zu einem völlig anderen Menschen voller Demut. Do you remember that Peter in the Gospels, he was very competitive. Erinnerst du dich an den Petrus aus den Evangelien? Er war sehr wettbewerbsorientiert. Here he's not competitive. Hier ist er nicht wettbewerbsorientiert. He commends his own fellow apostle Paul. Er lobt seinen Apostelgefährten Paulus. He continually speaks of these things in all of his letters. Vers 16. Er spricht in all seinen Briefen immer wieder von diesen Dingen. Even though he writes some concepts that are overwhelming to our understanding. Auch wenn er über einige Gedanken schreibt, die für unser Verständnis zu überwältigend sind. See, even Peter was overwhelmed by the incredible revelation that Paul had. Sogar Petrus war überwältigt von der erstaunlichen Offenbarung, die Paulus hatte. And Peter said they're overwhelming to our understanding. Petrus sagt, sie seien auch für unser Verständnis überwältigend. Why? Warum? Because none of the other apostles had an understanding of the new covenant the way that Paul had it. Weil keiner der anderen Apostel ein solches Verständnis des neuen Bundes hatte wie Paulus. And I love Peter's attitude. Ich liebe die Haltung von Petrus. Even though it was overwhelming to the understanding, he still endorsed. Auch wenn es für sein Verständnis überwältigend war, hat er es dennoch gebilligt. And then he says this. Dann sagt er, He says, which the unlearned and unstable love to twist to their spiritual ruin, as they do to other scriptures. Die Ungelehrten und Unverständigen gerne zu ihrem geistlichen Verderben verdrehen, wie sie es auch mit anderen Schriften tun. So obviously there were Christians around in those Offensichtlich gab es also in jenen Tagen Christen, twisted even the teachings that Paul taught. die sogar die Lehren des Paulus vertreten, But then they did the same thing with the scriptures, with the Old Testament. und sie taten genau das Gleiche mit den Schriften des Alten Testaments. There will always be people who do that. Don't worry about them. You follow Jesus. Es wird immer Menschen geben, die das tun. Mach dir keine Sorgen um sie. Du folgst Jesus. Just follow Jesus. Folge einfach Jesus. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.